Digitale Nomaden und Perpetual Traveler, die Deutschland verlassen und danach keinen festen Wohnsitz haben, sind noch für 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig, wenn sie über sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte von mehr als 16.500 Euro verfügen. Wenn sie also zum Beispiel über eine US-LLC oder als Freiberufler oder Selbstständiger Rechnungen an ihre Kunden schreiben, ohne aber tatsächlich eine Betriebsstätte irgendwo zu haben. Was dabei für eine Steuererklärung in Deutschland ausgefüllt werden muss, das wollen wir uns mal in diesem Video anschauen. Wir haben ja auf diesem Kanal schon relativ häufig über die erweiterte beschränkte Steuerpflicht in Deutschland gesprochen. Sie betrifft all jene, die Deutschland verlassen, in ein Niedrigsteuerland umziehen oder eben wohnsitzlos sind als digitale Nomaden oder Perpetual Traveler. Es müssen auch noch weitere Bedingungen erfüllt sein. Entweder muss man noch Vermögen in Deutschland haben, Immobilien, Firmenbeteiligung und so weiter, oder aber man muss über sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte verfügen, also zum Beispiel als digitaler Nomade eine US-LLC oder eine andere Briefkastengesellschaft verwenden für die Abrechnung der eigenen Leistungen, die keine wirkliche Betriebsstätte mit Steuererklärung, Buchhaltung und so weiter im Ausland hat. Man ist dann also verpflichtet, für 10 Jahre lang noch eine Steuererklärung in Deutschland einzureichen. Und diese Steuererklärung wollen wir uns jetzt gleich mal hier anschauen, welches Formular hier verwendet wird. Hier wird nämlich nicht die normale deutsche Einkommensteuererklärung verwendet, sondern ein spezielles Formular für all jene, die von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen sind. Nun, die erste Frage, die du vielleicht stellen wirst, ist: Woher weiß ich, dass ich von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen bin? Und woher weiß das Finanzamt, dass ich davon betroffen bin? Hier gibt es 2 Antworten darauf. Du bist verpflichtet, dich dazu beraten zu lassen von einem qualifizierten Steuerberater oder Rechtsanwalt. Tu das am besten, frag deinen Steuerberater in Deutschland hier nach einer Meinung. Er soll das am besten schriftlich ausarbeiten. Vielfach kannst du ihn danach fragen, welche Schritte erforderlich sind, wenn du Deutschland verlässt. Normalerweise wird er dann dir ein mehrseitiges Schreiben aufbereiten, wo all diese Dinge genau drinstehen. Kommst du deinen Verpflichtungen nicht nach, dann ist das, wie wenn du in Deutschland wohnst und keine Steuererklärung einreichst, potenziell Steuerhinterziehung mit allen möglichen unschönen Konsequenzen. So, ohne weiteres bekommst du vom Finanzamt keinen Brief, wo drin steht, du bist jetzt erweitert beschränkt steuerpflichtig, du musst jetzt hier etwas einreichen. Einen Hinweis gibst du allerdings dem Finanzamt schon, dass du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht möglicherweise fallen wirst. Und das tust du in der letzten Steuererklärung, die du als in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Person einreichst. Hier gibt es nämlich ein Formular Anlage WAEST und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. In dem Formular WAEST, dort findest du einen Abschnitt, der heißt bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht. Die Fragen 8 und 9 haben mit der Wegzugsteuer zu tun, darüber wollen wir jetzt hier nicht sprechen, aber die Frage 10, die hat es in sich. Im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2023 lag mein Wohnsitz zumindest teilweise in einem niedrig besteuerten Gebiet im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 2 AStG. So, also hier, wie gesagt, geht es jetzt um das Formular für 2023. Das wäre, wie gesagt, das letzte Jahr, wo du in Deutschland dann noch unbeschränkt steuerpflichtig bist. Wie gesagt, wenn du dann später umziehst, wäre natürlich dann ein anderes Formular auszufüllen. Bist du aber nun in ein niedrig besteuertes Gebiet von Deutschland umgezogen, dann würdest du hier ein Ja ankreuzen. Nun wirst du jetzt sagen, naja, ich bin ja digitaler Nomade. Und Definition ist ja gerade, dass ich nicht in ein bestimmtes Gebiet umgezogen bin. Nun, da darfst du die Rechnung nicht ohne den Wirt machen, denn die Tatsache, dass du keinen festen Wohnsitz hast, gilt im Kontext des Paragraphen 2 AStG ebenfalls als in ein Niedrigsteuerland verzogen. Wollen wir uns hier mal den Gesetzestext eben zu Gemüte führen. Hier ist also nun der Gesetzestext und ganz am Anfang finden wir schon eben diesen einschlägigen Text, der also in einem ausländischen Gebiet ansässig ist, in dem sie mit ihrem Einkommen nur einer niedrigen Besteuerung unterliegt
oder in keinem ausländischen Gebiet ansässig ist. Ja, das ist also tatsächlich die Definition. Du siehst also die Nichtansässigkeit, keinen Wohnsitz zu haben, durch die Welt zu ziehen, entspricht eben auch letztlich dem Umzug in ein Niedrigsteuerland. Also du würdest nun eben im Formular WAEST, das mit der Steuererklärung als Anlage eingereicht wird, erklären, dass du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist bzw. keinen Wohnsitz hast. Und damit hat das Finanzamt dich natürlich schon auf dem Kieker und weiß, dass du möglicherweise hier unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen wirst. Allerdings, wie gesagt, wie du ja schon gesehen hast, gibt es im Formular WAEST keine Angaben zu noch wirtschaftlichen Interessen, die möglicherweise noch in Deutschland belegen sein könnten. Also diese Angabe allein wird hier dir beim Finanzamt keine Probleme verursachen und auch nicht letztlich dich verpflichten, die Steuererklärung hier auszufüllen. Aber wie gesagt, das Finanzamt weiß dann, dass du potenziell betroffen bist. Wenn du mit deinem steuerlichen Berater zu dem Schluss kommst, dass du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, was du eben als digitaler Nomade unter den vorher genannten Bedingungen tun würdest, musst du ab dann eine spezielle Steuererklärung für erweitert beschränkt Steuerpflichtige in Deutschland einreichen. Wir sprechen von dem Formular AST1a. Das will ich dir nun mal zeigen. Hier siehst du das Formular. Es ist tatsächlich aus dem Jahr 2017, wird aber immer noch so verwendet. Ich möchte jetzt mal hier direkt springen zu dem Teil, wo digitale Nomaden letztlich beschreiben, dass sie wohnsitzlos sind. Also, wir haben hier die üblichen persönlichen Daten. VZ bedeutet der Veranlagungszeitraum. Also es geht hier letztlich um das Steuerjahr. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt auch diese Erklärung hier für 2023 hier einreichen, dann würdest du eben, wenn du tatsächlich irgendwo steueransässig gewesen wärst, entsprechend die Länder hier aufführen mit deiner Anschrift in diesem Staat. Warst du aber nirgendwo steuerlich ansässig, dann würdest du hier ein Kreuz machen im VZ, wurde ich nirgends als steuerlich ansässig behandelt. Damit ist nun also letztlich klar, dass hier unter bestimmten Bedingungen die erweitert beschränkte Steuerpflicht gilt. Nun hatte ich ja vorhin gesagt, dass noch wichtige wirtschaftliche Interessen in Deutschland vorhanden sein müssen, dass diese erweitert beschränkte Steuerpflicht gilt. Es heißt, allein die Tatsache, dass du hier nirgendwo als steuerlich ansässig behandelt wirst, reicht dazu noch nicht. Wichtige wirtschaftliche Interessen in Deutschland entstehen aber dann, wenn du eben als digitaler Nomade hier gewerbliche Tätigkeiten ausführst, Beratung, Programmierung, Copywriting, Marketing, Dienstleistung, Affiliate Marketing, was auch immer, dies über eine LLC abrechnest oder aber auch persönlich in deinem eigenen Namen, aber hierfür keine Betriebsstätte vorhanden ist, also keine feste Einrichtung, du auch tatsächlich keine Buchhaltung machst, keine Steuererklärung einreichst und so weiter und so fort. Das sind ja alles Hinweise darauf, dass keine Betriebsstätte vorhanden ist. Dann wird in Deutschland eine Betriebsstätte damit fingiert und du musst die gesamten Einkünfte hier aus dieser digitalen Nomadentätigkeit dann in dieser Steuererklärung, die du jetzt vor dir siehst, hier melden. Allerdings nur dann, wenn deine Einnahmen 16.500 € im Jahr überschreiten, ansonsten nicht. Also nochmal, es ist hier für digitale Nomaden nicht notwendig, wirtschaftliche Interessen im Sinne einer Immobilie in Deutschland zu haben oder noch Firmenbeteiligung in Deutschland. Die wirtschaftlichen Interessen werden dadurch ausgelöst, dass du gewerblich ohne Wohnsitz als deutscher Staatsbürger im Ausland tätig bist und das Ganze noch für 10 Jahre nach deinem Wegzug aus Deutschland. Den Teil D können wir jetzt faktisch weglassen. Wenn du nur deine Einkünfte als digitaler Nomade hast, bist du natürlich noch anderweitig hier beteiligt in Deutschland, hast Immobilien und so weiter. Dann muss man natürlich jetzt auch hier diesen Abschnitt beachten. Wir kommen jetzt zum Abschnitt E, Einkommen im Veranlagungszeitraum. So, und hier wären eben genau jetzt deine Einkünfte als digitaler Nomade mit deiner LLC entsprechend hier anzugeben unter Teil 2, Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
Zunächst mal musst du natürlich beachten, dass du jetzt auf einmal dann für deine LLC hier Buchhaltung machen musst. Du musst eine Gewinn- und Verlustrechnung ausarbeiten oder ähnliche Unterlagen. Die werden hier angefordert. Wie du siehst, die musst du hier beifügen. Dann hat das Ganze hier 3 Spalten. Was diese 3 Spalten bedeuten, steht dort oben. Zum einen mal Spalte 1 sind Angaben zu der allgemein beschränkten Steuerpflicht, also Einkünfte, die dieser unterliegen. Das wäre es hier natürlich nicht. Daneben dann auch noch Einkünfte, die über die in Spalte 1 angegebenen Einkünfte hinausgehen, der erweitert beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Das würdest du dann hier angeben. Also deine Umsätze als digitaler Nomade mit deiner LLC würde hier unter 2 letztlich dann angegeben werden. Hier ist letztlich der Gewinn dann zu nennen. Und dann haben wir Spalte 3 für übrige ausländische Einkünfte. Also mal angenommen, jemand ist kein digitaler Nomade, fällt aber trotzdem unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht und muss ja alle Einkünfte dann melden noch in dieser Erklärung. Dann würde er letztlich seine Angaben unter der Spalte 3 angeben und würde dann sagen, okay, da gab es eine Betriebsstätte in dem und dem Land, da habe ich Steuern bezahlt zum Beispiel darauf. Dann wirkt sich dieses Einkommen in Deutschland noch aus auf die steuerliche Progression deiner üblichen Einkünfte, ansonsten aber nicht. Ich werde jetzt hier langsam runterscrollen. Ich will jetzt zu den einzelnen Details dann dieser Abschnitte nicht mehr viel sagen. Es ging ja spezifisch hier jetzt um die digitalen Nomaden. Du kannst also sehen, das Ganze ist sehr detailliert. Interessant ist hier auch noch übrigens der Abschnitt 7. Dort gibt es auch noch private Veräußerungsgeschäfte und hier die anderen Wirtschaftsgüter. Es gibt Steuerexperten, die sagen, dass du hier die Einkünfte aus Kryptoassets angeben musst. Da eben diese Kryptoassets nicht klar ausländische Einkünfte sind, da sie nicht klar einem Land zuzuordnen sind und somit möglicherweise auch noch unter die deutsche Besteuerung fallen. Da ist die Rechtslage ungeklärt. Aber wie gesagt, es gibt Anwälte, die sagen, dass du hier auch den Verkauf deiner Kryptos angeben musst und hier letztlich den deutschen Besteuerungsregeln folgen musst, 1 Jahr Haltefrist und so weiter und so fort, um eine Steuerpflicht zu vermeiden. So, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht das ganze Formular durchgehen. Ich wollte jetzt spezifisch hier eigentlich auf die digitalen Nomaden eingehen. Es sind ja auch noch etliche andere Personengruppen hier von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen. Wir schauen vielleicht dieses Formular nochmal im Detail an. Vielleicht werden wir auch mal eins hier online als Beispiel ausfüllen. Ich will dir jedenfalls hier an dieser Stelle nur sagen, dass du siehst, dass es hier ein großes Formular gibt. Das ist relativ kompliziert, ziemlich komplex, brauchst wahrscheinlich einen Steuerberater, der dir dabei hilft. Ganz wichtig für dich zu verstehen an dieser Stelle ist, dass du nicht einfach denkst, du hast keine Pflichten mehr in Deutschland. Dieses Formular, was ich dir jetzt gezeigt habe, musst du noch ausfüllen in den 10 Jahren nach dem Wegzug aus Deutschland. Streng genommen möglicherweise sogar für 11 Jahre, nämlich für das Jahr, in dem du aus Deutschland wegziehst und dann noch die 10 Jahre danach. Wenn du dich fragst, wie du dieses ganze Schlamassel als digitaler Nomade vermeiden kannst, dann gibt es eine einfache Antwort darauf. Erstens, keine wirtschaftlichen Interessen in Deutschland haben, keine Immobilien, keine Beteiligung und so weiter und so fort. Und zweitens, mit einer tatsächlichen Betriebsstätte arbeiten, einen festen Wohnsitz einrichten, eine Betriebsstätte einrichten. Wenn du eine feste Betriebsstätte hast und eben keine wirtschaftlichen Interessen in Deutschland, dann musst du das alles nicht machen. Ja? Und das ist eben genau der Punkt, den ich dir hier wärmstens ans Herz legen würde. Ich weiß, dass viele Nomaden das nicht machen wollen. Sie wollen hier nicht in eine feste Einrichtung investieren. Sie wollen keinen festen Wohnsitz haben, keinen Firmensitz haben, keine Buchhaltung machen und so weiter und so fort. Die Alternative ist eben, dass du diese Erklärung hier in Deutschland einreichen musst. Und du kannst dir vorstellen, was das Finanzamt macht, wenn es diese Erklärung von dir bekommt, wie viele Ansatzpunkte es da geben wird, um dich hier weiter steuerlich zu belangen und zu drangsalieren. Ich würde dir daher raten, das Ganze ordentlich zu machen. Wenn deine Einkünfte als digitaler Nomade nicht reichen, damit du das richtig machen kannst, dann würde ich es an deiner Stelle nicht
tun. Wenn auch du Interesse daran hast, ins Ausland umzuziehen und deine steuerliche Situation zu optimieren, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen Mandanten seit fast 20 Jahren ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Mach's gut und auf Wiedersehen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.